Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Kanalupdate für den September-Oktober 2017. Ich möchte euch zeigen, woran ich gerade arbeite, was ich mir gekauft habe und was mein nächstes Projekt ist. Wie ihr seht, da liegt einiges, also fangen wir an. Ich zeige es euch. Im Moment arbeite ich an meinem Merkava 4 von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Der Bau ist sehr gut vorangeschritten, wie man sieht. Es fehlen nur noch ein paar kleine Details, wie die MGs und ein paar Anbauten auf dem Turm. Ich bin jetzt mitten beim Kettenpanzerschutz, der hinten am Turm befestigt wird. Dieser wird aus einzelnen Kettengliedern und kleinen Metallkugeln gebildet. Das ist eine ziemliche Formelei, wie ihr euch vorstellen könnt. Man hat im Bausatz diese kleine Kette, die muss abgelenkt werden und wird dann an diese Fotoätzteile gearbeitet. Dadurch erhält man ein realistisches Bild und die Ketten bewegen sich wunderschön. Sieht besser aus als beim Tamiya Bausatz, ist aber natürlich auch viel aufwendiger. Wie gesagt, ich bin gerade dabei, den Turm fertigzustellen. Hinten kommt das noch dran. Genauso wie ein Turmkorb. Noch ein paar Antennen und dann wird der Panzer lackiert. Der Panzer ist für mein Nahost-Diorama auf den Golanhöhen. Und wie es da weitergeht, werde ich dann euch bei einem nächsten Update zum Merkava zeigen. Spätestens wenn ich beim Lackieren bin. Als nächstes möchte ich euch meinen selbstgebauten Statik-Gras-Applikator zeigen. Dieser wird aus einer handelsüblichen elektrischen Fliegenklatsche gebaut und einem Metallsieb. Ich habe einige schöne Anleitungsvideos bei YouTube gefunden, ich kann da oben auch mal verlinken. Damit versuche ich jetzt meine eigenen Grasbüschel herzustellen. Das hat auch sehr gut geklappt, um meine Begrasung auf den Dioramas zu verbessern. Wie man hier sieht, habe ich ja schon mal ein paar Grasbüschel gemacht und ich finde, das Ergebnis überzeugt echt. Also für wildes Gras irgendwo auf der Wiese sieht das einwandfrei aus. Und natürlich kostet es einen Bruchteil von dem, was man kaufen kann. Das Prinzip funktioniert ganz gut, also ich bin echt überrascht. Man trägt feuchten Leim auf, meistens Holzleim oder irgendwas, auch leicht verdünnt, auf sein Diorama. Mit dieser Elektrode geht man in den Holzleim, in den nassen Holzleim, hat natürlich vorher Statik Gras drin. Und dann wird die Fliegenklatsche aktiviert über den Knopf und wird das Gras dann schön auf dem Diorama verteilt und stellt sich wunderbar durch die Statikwirkung auf. Also ich bin echt zufrieden und dafür, dass ich selbst gebaut habe, ist es einmal frei. Und ich denke mal, man wird das noch häufiger in meinen Videos jetzt sehen, weil ich bin echt überzeugt von dem Projekt und das läuft ganz gut. Kommen wir nun zu meinen Anschaffungen. Ich habe mir im Internet diesen kleinen Druck besorgt. Das sind israelische Versorgungskartons, das heißt, wo die ganzen EPAs für die Soldaten drin sind. Die werde ich für mein Nahost-Diorama brauchen. Die werden dann auf dem Merkava mit verlastet, hinten im Korb und für die Soldaten draußen im Feld. Sowie habe ich mir ein Tarnnetz gekauft. Das kann man natürlich auch selber machen, aber ich wollte erstmal das Gekaufte probieren. Das sieht sehr schön aus, auf ganz dünnem Maschengewebe. Eine Art Mullbinde mit verschiedenen Farben, wie man hier sieht. Das wird dann zusammengerollt oder neben den Panzer gelegt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dann haben wir hier Stacheldraht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den einsetzen werde in meinem Nahost-Diorama oder ob ich den irgendwo anders einsetzen werde, aber besser man hat ihn. Das ist ein wunderschön gedrehter Draht, der sieht echt aus wie Stacheldraht. Und noch zusätzlich eine Messingkette in 1:35, die ich vielleicht auch noch am Panzer befestige oder mal sehen, wo ich die noch einsetzen werde. Dann habe ich mir hier noch von der Firma Mini-Natur Grasflocken besorgt, einmal in der Länge 12 mm und 6,5 mm in der Farbe Frühsommer oder Frühherbst, um damit dann meine eigenen Grasbüschel herzustellen und meine Dioramen zu begrünen. Ich habe die 6,5 mm habe ich schon ausprobiert bei den Grasbüscheln, die ich euch gezeigt habe, und das hat echt gut funktioniert. Dennoch habe ich mir hier noch von der Firma Green Stuff fertige Grasbüschel nochmal geholt gehabt, weil die doch in der Farbe sehr schön variieren.
Das sind jetzt 12 mm Grasbüschel. Und für das Nahostdiorama noch Unkrautbüschel. Sehr schön mit Belaubung. Dann habe ich mir hier von der Firma Green Stuff noch den Leaf Puncher geholt. Das ist ein Stanzer für Laub, wie man hier sieht, 4 verschiedene Blätter. Kann man hiermit ausstanzen. Ich habe das schon probiert. Jetzt zum Herbst hin wird es natürlich eine größere Auswahl an Blättern geben, die man dann trocknen und ausstanzen kann. Aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und ich zeige euch gleich mal, was ich gemacht habe. Das sind die ersten Probeblätter, die ich ausgestanzt habe aus richtigen Blättern. Die habe ich getrocknet, 2 Wochen lang zwischen Zeitungspapier. Die habe ich mir bei uns im Garten besorgt und ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Also sie sehen so realistisch aus, die werden sich richtig gut machen auf einem Diorama, unter Bäumen oder egal wo, am Wegesrand. Also wie gesagt, also dafür gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung und damit spart man auch Geld, als wenn man sich die fertigen Blätter kaufen würde. Bei dem Nahostdiorama werde ich mich zum ersten Mal an einem richtigen Bachlauf versuchen, das heißt, um Wassertexturen darzustellen. Dafür habe ich mir 2 Produkte besorgt. Einmal als Basis von Vallejo, die Water Textures für stilles Wasser. Das ist auf Acrylbasis und härtet auch gut aus und wird glasklar, wenn man es in mehreren dünnen Schichten aufträgt und einfärbt. Für Strömung und Wellen im Wasser habe ich mir von Mod Podge den Gloss Pot geholt. Also das ist durchsichtiger, trocknet das. Damit kann man sehr schön mit der Airbrush, da habe ich einige Tutorials gesehen, woran ich mich auch versuchen werde, Wellen und Strömungen darzustellen. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht und lasst euch einfach überraschen. Ich bin selber gespannt. Dann habe ich mir für meine Dioramen noch 2 Bäume bestellt. Diese sind aus Meerschaum und sind zusätzlich mit Grasflocken und Laub belaubt worden. Also wie gesagt, sieht sowas von toll aus, dieser Baum. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich den einsetzen werde. Entweder beim meinem Berlin-Diorama oder im Nahostdiorama. Was ich aber beim Nahostdiorama einsetzen werde, ist von Woodland Scenics die Rock Mold. Dies ist eine Form, um Felsen zu gießen. Und die sind so wundervoll strukturiert und sehen echt aus. Da bin ich echt drauf gespannt, wenn ich die dann ausgieße und dann bei meinen Dioramas einsetzen werde. Hier sieht man schon, wie es aussehen kann. Für mein Berlin 45 Diorama habe ich mir schon Accessoires bestellt, um die ganze Szene aufzulockern und zu verschönern. Diese Teile sind alle aus Resin gegossen. Da haben wir einmal, wie man schon sehen kann, die Küchenstühle. Die sind zweiteilig, das heißt die Lehne und die Sitzfläche und die Beine, die man zusammenfügen muss. Dann habe ich mir hier für meinen Waffenträger und dessen Besatzung sowie den Infanterietrupp Granatenkisten geholt. Mit sehr schönen Details, sowie mit Abziehbildern dann. Und für die Straßenszene an sich habe ich mir 2 Hydranten geholt. Mit kleinen Ketten aus Messing. Auch wie man was bei Resin gewohnt ist, sehr detailreich und absolut top gegossen. Als ziemlich letzte Anschaffung mit habe ich mir hier ein richtig schönes Metalllineal gegönnt mit massiver Schneidkante. Nicht nur um dann Balsaholz zu schneiden und andere Sachen zu machen oder die Kartonage auszuschneiden, nein, auch bei dem Merkava, um die Einzelkettenglieder zu verarbeiten, habe ich dieses Lineal als Lehre genommen. Ich habe es befestigt und habe die einzelnen Kettenglieder hier oben an der natürlich sehr geraden, schön großen Kante ausgerichtet, damit die einzelnen Kettenglieder wundervoll gerade sind. Des Weiteren habe ich mir hier eine Reißschablone geholt mit verschiedenen Durchmessern, angefangen vom 1 mm bis zu 31 mm. Damit möchte ich dann mal versuchen, die Laufrollen von Panzern zu lackieren, ob das viel leichter geht. Ich habe schon bei einigen Leuten gesehen, die nehmen die Laufrollen, setzen sie dahinter
und lackieren drüber und es gibt natürlich ein absolut tolles Lackierbild. Und das will ich einfach auch mal ausprobieren. Dann habe ich mir hier noch von AK Interactive das Heavy Chipping Fluid geholt. Das ist auch auf Acrylbasis. Man trägt die Grundfarbe auf, die am Ende durchscheinen soll, dann mehrere Schichten Klarlack, dann diese Flüssigkeit in 2 Schichten, die muss noch ein wenig verdünnt werden mit der Airbrush, dann den Lack an sich, den späteren Decklack, und mit Hilfe von Wasser und einer Zahnbürste oder einer kleinen Bürste oder irgendwas kann man das entfernen und richtig schön zerkratzen, so dass man das hier wie auf dem Cover angedeutet sieht. Darauf bin ich mal gespannt und das werde ich dann auch demnächst mal einsetzen. Zu guter Letzt möchte ich euch dann ein zukünftiges Projekt zeigen. Diesen Rettungshubschrauber werde ich für einen Bekannten bauen. Schönen Gruß an dich, Fabian. Das ist die EC 135 von Revell in 1:32. Der Fabian möchte, dass ich den Hubschrauber in der Version des Bundeswehr-Zentralkrankenhauses in Koblenz baue. Dafür habe ich von Pettinghausen spezielle Decals bekommen, um den Hubschrauber dann zu verändern. Viele von euch haben sich sowieso gewünscht, dass ich nochmal einen Rettungshubschrauber nach meinem EC 145 Diorama A Hard Day baue. Da oben habe ich nochmal einen Link dazu. Und ich denke mal, diesen Hubschrauber werde ich dann nach dem Nahost-Diorama bauen. So, das wäre es für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie ihr seht, wird noch einiges auf meinem Kanal passieren. Also lasst mir ruhig ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Bis denn, euer Ben.